Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen und ich habe Barrett besiegt. Ah ja, so sieht's aus. Haben wir im letzten Teil tatsächlich gemacht, den brauchen wir nicht mehr. War ein bisschen Krampf, ne? Unser erster Boss-Battle, bis ich dann ja, drauf gekommen bin, wie man diese Türmchen hier benutzt und dass man die benutzen kann. Und ja, stutzig hat mich natürlich gemacht, dass hier eine Leiter ist, Munition rumlag, also Betäubungspfeile. Munition an und für sich, ja, okay. Aber hier Pistolenmunition, ist ja super. Ach, und hier ist noch ein Lüftungsschacht, okay. Ja, dass hier Betäubungspfeile rumlagen, die ja eigentlich relativ nutzlos sind. Oh, wir hätten uns hier oben überall frei bewegen können. Na, das habe ich in der Hektik des Kampfes aber nicht so richtig bemerkt, würde ich mal sagen. Da hinten scheint irgendein Whisky zu stehen oder Rattengift. Und ein Wodka. Aber den Wodka würde ich aber gerne mitnehmen. Was schmeißen wir dafür aus dem Inventar? Ich dachte, ich hätte noch ein Bier oder... Ja, klar. Das können wir auch mal zu Hause lagern, finde ich. Hier die Peps Energiepacks. Die lagern wir auch zu Hause. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Leute, ich tue mich so schwer damit. Betäubungsgranaten. Wir benutzen die eh nie. Nie. Niemals. Ja, ich müsste echt mal irgendwo hinkommen, wo ich ein bisschen Zeug verkaufen kann. Ja, Zigaretten kann man nicht mitnehmen. Finde ich sehr anständig. Rauchen sowieso nicht gut für uns. Rauchen ist für niemanden gut. Nicht nur für uns nicht. So, und da hinten, da geht's doch aber bestimmt noch weiter, oder? Ja, wie ich beim letzten Mal angekündigt hatte, ich sehe mich hier heute mal noch ein bisschen um. Ups, was konnte ich hier machen? Ach, Schmerzmittel. Ja, nutzen wir eh auch nie. Ich will dahinter. Aha, wir kommen dahinter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hänge ich jetzt hier fest. Nee. Komme ich hier nicht nochmal? Ich will hier zwischen eigentlich. Ja, ich bin doch hier eben auch raufgekommen. So, krabbel mal hier drauf, Adam. Ja, gut. Dann halt nicht. Wie kommen wir denn da? Ich will aber. Leute. Dann gibt es bestimmt ganz viele tolle Sachen zu looten und so. Was ist denn das da hinten? Was da so aufreizend guckt und so. Ich glaube, das sind nur irgendwelche Aufkleber auf einer Luke. Ja, vielleicht kommen wir da hinten doch nicht hoch. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite noch eine Leiter. Wir schauen gerade mal. Also wir hätten es uns super einfach machen können. Ne? Wir hätten einfach hier hinter diese Kiste sprinten können. Hier die Leiter hoch. Oben rumwursteln. Dann bei Gelegenheit wieder hier runter. Ne, hier kommt man aber gar nicht mehr. Ne, da hoch kommt man nicht. Ja, dann vermute ich einfach mal, da gibt es auch nichts zu looten. Ist dann halt so. Wer hat denn hier das Loch eingeschossen? Das ist ja geil. Also, wenn man es drauf anlegt, ich weiß gar nicht, wer die Säulen hier so kaputt gemacht hat. Dann kann man hier relativ unentdeckt auch lang pushen. Munitionskoffer. Was gibt's denn da drin? Nischt. Jedenfalls nischt von Interesse. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch einfach mal. Was ist denn eigentlich unser momentaner Auftrag? Ich glaube, wir sollen zurück nach Detroit oder so, hoffe ich jedenfalls. Ja, ganz ehrlich. Aufträge hier vorne.
Zu Malik am ursprünglichen Landeplatz gehen. Okay, Barrett ist tot und die übrigen Söldner sind geflohen. Dafür habe ich eine Adresse, die mir vielleicht weiterhilft, wenn sie keine Falle ist. Ja, ist sie bestimmt nicht, ne? Wird Zeit, dass ich an unserem ursprünglichen Landeplatz zu Malik stoße und zur Zentrale von Sarif zurückfliege. Ah ja, bitte zurück. Ich muss Zeug verkaufen. Ja, da fahren wir gemütlich mit dem Aufzug hoch, würde ich sagen. Lalalala. Ja, wieder kein Aufzug mit Fenstern, ne? Jetzt können wir gar nicht nochmal die Basis hier bewundern. Andererseits, die restlichen Söldner sind geflohen. Heißt das, dass wir uns jetzt auf den oberen Ebenen umschauen können, ohne dass da noch jemand ist? Oder bezieht sich das nur auf dieses Special-Einsatzteam hier, das aus den jetzt nur noch 2 Leuten besteht? Ah ja, genau. Jetzt weiß ich nämlich auch, wo wir sind. Gut. Ja, und hier kommen wir raus. Super. Ah, ich wollte gerade sagen, die Gänger sind auch geflohen, aber die sind noch da. Ich glaube, ich renne hier gerade noch mal rein, weil mich interessiert, ob wir uns jetzt in aller Ruhe hier überall umgucken können. Ja, ne, es ist echt niemand mehr da. Das heißt, wir können jetzt das ganze Level nochmal absuchen gehen. Gucken, ob sich hier irgendwo richtig geile Sachen versteckt haben. Das bedeutet natürlich auch, wir hätten uns gar nicht so einen Stress machen müssen hier. Autsch. Aber bevor ich hier weiter... Kommen wir überhaupt noch weiter rein, ist die nächste Frage. Ja, ne, wir können uns jetzt echt überall hier drin umsehen. Aber da gehe ich draußen noch mal kurz Zeug verkaufen. Ich hoffe, der Typ kauft uns ein bisschen was ab. So, jetzt verlaufe ich mich natürlich gleich. Oder ich verlaufe mich mal nicht zur Abwechslung. Ist ja auch ganz cool. So, mit ihm quatschen wir nochmal. Yo, what's good, man? You looking for some new toys? I can make you a good deal. Ja, oder du, Might be a good idea to stock up. What do you have? Oder du kaufst mir was ab. Er kauft uns nichts ab. I'm good for now. Thanks for the offer. All good, son. Peace. And watch your back. Das ist so scheiße. Ja, soll ich jetzt wirklich nochmal reingehen, da alles durchsuchen? Ich meine, ich glaube nicht, dass wir da sonderlich was Wertvolles übersehen haben. Wir haben uns eigentlich die meisten Ecken angeschaut. Auf der Seite gibt es keine Tür. Deswegen denke ich eigentlich nicht, dass es da irgendwas Interessantes gibt. Und ich meine, wenn das jetzt kein Let's Play wäre, dann würde ich da wahrscheinlich auch nochmal reinrennen. Und mir all... Nee, würde ich wahrscheinlich auch nicht. Ich lüge euch hier nicht an. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. You ready to get out of here, Jensen? Ja, ja, klar. Yeah, take us back to Sarif Industries. None too soon, if you ask me. Strap in and hold on. Yes, ma'am. Ja, und da sieht man an dem Model, dass das Spiel doch schon ein Ticken älter ist. Die Fahrzeugmodelle wirken doch relativ klobig. Elektronische Geräte über Sicherheitsstufe 1 können erst nach einem entsprechenden Upgrade der Übernahmesoftware ihrer Hack-Augmentierung gehackt werden. Nee. Nee. Jensen, I need to speak with you. Meet me in your office right away. I'd love to, Francis, but I have to debrief Sarif first. I suppose you could, or you could hear what I have to say and see if that doesn't change things. Pritchard out. Ja.
Wir reden erstmal mit Farida. I can't believe it, Jensen. An internment camp smack dab in the middle of Detroit. Shit. Ja. Well, shit. So, dann schauen wir mal, was wollen die beiden denn hier von uns? Konspirationsgeflüster. Das schalten wir mal auf aktiv. In meinem Büro mit Pritchard reden. Pritchard will mir in meinem Büro, ich dachte in seinem Büro, etwas Wichtiges sagen. Vielleicht sollte ich mich, vielleicht sollte ich mit ihm reden, bevor ich zu Sarif gehe. Andererseits könnte ich ihn auch noch ein bisschen zappeln lassen. Sarif möchte mit mir über meine Begegnung mit Barrett reden. Er wartet im Penthouse auf mich. Ja, dann gehen wir halt zuerst mal durch diese Tür. Kann man die öffnen? Nö. Nee. Oh, ich bin außen lang gelaufen. Ja, das kann auch nicht jeder. Ja, dann gehen wir halt erstmal in unser Büro. Ach so, das Sprinten langsamer gehen kann ich gar nicht. Also Jensen läuft ja auch so wie so ein Statist in Star Trek. You're saying that pro-human activists might see this visit as treachery? I'm just saying anything is possible, so keep your eyes out for suspicious characters. Right. No one relaxes until Taggart and his entourage are out of the building. Was? Na Jungs, Got it covered here, boss. Don't you worry. das finde ich sehr gut von euch Jungs. Weiter so. Secret prison camp hidden in Highland Park? You've got to be kidding me. That's what Will was saying. He heard Frank talking to David about it. Oh, and Will is a reliable source. You know, he listens to that conspiracy radio DJ all the time. I'm not so sure. The way things have been going around here lately, I'm starting to wonder if the government is up to something. Those men who attacked us 6 months ago had to have had military training. Yeah, but not necessarily you as military training. Meaning what? Meaning we all know how much the Chinese want to get their hands on what we do here. And I just heard that Athena's getting Jensen a new passport. Do the math, ladies. Mhm, interessant. Also, Klatsch und Tratsch verbreitet sich hier super schnell. Ich glaube, unser Büro ist noch eine Etage höher. Wir sind, genau, auf Ebene 3 untergebracht. Hi, Kamera. He's a bigot, Walt. I know, but he did this thing. I asked him if this was his first time in Detroit, and he started telling me how he came here in '06 for the last game of the ALCS. You know, when Kenny Rogers was spraying champagne everywhere? I hate baseball. So while he's telling me this, Benny comes over and tries to ask him something, but Taggart just holds up a hand, turns to me, and says, "Excuse me, will you?" I thought it was a pretty polite gesture for somebody everyone keeps calling superior. I'm sure Mussolini was polite too. Super Vergleich. Ja, danke dafür. So, Pritchard, Alter, was willst du von mir? Ach, der hat schon wieder diesen selbstgefälligen Gesichtsausdruck. Meh. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. Natürlich. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. Er hat versagt. See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Ich mag ihn nicht. Und ganz ehrlich, warum sollte Sarif auch seine eigene Firma sabotieren?
Warum zur Hölle sollte Sarif seine eigene Firma sabotieren? Das ergibt gar keinen Sinn. Wir checken kurz unsere Mails. Sicherheitsbedenken, aha. Adam, ich will Sie wirklich nicht nerven, aber wegen der Neuropozin-Diebstähle, ich glaube, ich habe noch einen Verdächtigen. Ich habe Denzel Mitchell erwischt, als er meine Versalife-Bestellung durchsuchte. Ach ja, wissen wir doch. Und da sind wir auch auf, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, von irgendwas, eine Frau gestoßen, die ja da auch irgendwie sich verdächtig gemacht hat, indem sie da rumgesneakt ist und sich dann sehr, wie eine Agentin verhalten hat, sage ich mal, indem sie versucht hat, gleich umzubiegen, die Situation zu ihrem Vorteil. Ups, da wollte ich hin. Ja, Sarif mit der Sicherheitslücke konfrontieren. Okay, laut Pritchard erfolgten beide Angriffe über eine Hintertür im Netzwerk, die Sarif eingerichtet hat, bevor er mich einstellte. Vielleicht sollte ich ihn fragen, was er damit bezwecken wollte. Eine sehr gute Idee, eine hervorragende Idee. Lalalala. Ja, Sarif Industries, mein Lieblingsarbeitsplatz. Ja, Detroit ist auch einfach keine hübsche Stadt, ne? Liegt vielleicht auch an den Modellen. Taggart? Excuse me. Mr. Jensen, Ein isn't it? Anwalt. Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes, I imagine you do. As David Sarif's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. Ja, was will der Typ jetzt von uns? Meine Erinnerungen gehen sie nichts an oder ich weiß ihre Sorge zu schätzen, aber ich habe alles im Griff. Ja. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. Oh. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Herausfordernd. Sie haben Mut, hierher zu kommen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? Oder wir lassen ihn gehen oder wir befragen ihn. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt hier? Und jetzt hätte ich super gerne hier meinen Scanner gehabt. Ich weiß gar nicht, warum... er ist Psychologe, ne? Na, wir fordern ihn trotzdem heraus. Kitzeln sein Ego vielleicht ein bisschen. Not just yet. You got a lot of balls coming here. After your followers attacked our plant. What makes you think you'd be welcome? They were not my followers, Mr. Jensen. The Humanity Front is a peaceful organization. Radicals have no place in it. Right. Do you know why I formed this organization? Because I saw a technology about to run rampant. You yourself seem to be living proof of it. I'd be dead without these enhancements. I understand that. I also understand that on an individual level, these issues can be complicated. But we must look beyond our personal interests if we are to see mankind survive the next century. We'll survive, all right. With or without your condolences. Interessant. I'm glad we had a chance to talk, Mr. Jensen. Meeting you has been very informative. Tatsächlich, ja. Isaiah Sandoval. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen.
I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was... Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that. Ja, aber das ist ja immer so. Das ist ja kein implantatspezifisches Problem, ne? Sondern das muss halt jeder Mensch selber. Ja, der Freund, wahrscheinlich ein Familienangehöriger, vielleicht seine Frau, seine Tochter, sein Sohn, sein Bruder, keine Ahnung. I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know, hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Also ist er doch nicht amok gelaufen. Oder vielleicht doch. I am sure you are very busy, Mr. Jensen, as are Mr. Taggart and I. Dann geht doch einfach mal. Er tritt hier auch vollkommen nervös von einem Bein aufs andere. Wir reden erstmal mit Athene. Athena, you've been at this company a long time. I hope that's not a comment about my age, Adam. No. Nicht doch. But I know nothing gets by you. If Sarif had done something that could compromise us. Mr. Sarif has only the best interests of this company in mind, Adam. I'm not questioning that. Aren't you? I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important, and he would never do anything to jeopardize it. I shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. Now, if you'll excuse me, I'm busy. Ja, das war aber auch die falsche Taktik, mit der Adam da an sie rangetreten ist. You better get in there, Adam. David's been waiting. Ja, wie gesagt, ne, sie ist auch der Meinung, genau wie ich, dass Sarif einfach, Mr. Sarif, einfach nichts tun würde, um die Firma irgendwie zu gefährden. Und deswegen sollten wir ihn aber trotzdem darauf aufmerksam machen. Ein Hologlobe. Ex kommt, ne? Auch ein super Spiel. Ja, deswegen sollten wir ihn mal darauf aufmerksam machen, dass jemand seine Sicherheitslücke ausgenutzt hat. Finde ich. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Ah, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Schauen wir uns mal. Also er ist sehr viel Alpha, ein kleines bisschen Beta. Aggressiv, reizbar und neidisch. Neigt dazu, anderen die Schuld zu geben, macht aber einen Rückzieher, sobald er Gegenwind spürt. Wirklich? So hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt.
Aber im Prinzip hat er genau das gerade gemacht. Ne? Er hat versucht, sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Und er war dabei aber auch nicht Are we done here? super überzeugend. Ne? Zögert nicht, von seiner Autorität Gebrauch zu machen und mag keinen Widerspruch. Wechselt nicht selten das Thema, um eine Debatte zu gewinnen. Ja, genau, das hat er auch gerade gemacht. Beschwichtigen, natürlich, Sie haben recht und vielleicht färbt Pritchards Paranoia wirklich auf mich ab. Ich fand nur den Zeitpunkt so seltsam. Direkt bevor Sie mich angeheuert haben, könnte das nicht mehr sein als nur ein Zufall. Oder neu konzentrieren. Ja, das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will die Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie. Aber dieses Leck ist schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen, einschließlich dem von heute. Wenn ich die Typen aufhalten soll, muss ich wissen, auf welche Daten sie... So, I guess we understand each other now. Zugriff gehabt haben oder, ja, verteidigen. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss, bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht hundertprozentig ehrlich zu mir sind? Genau das. You went behind my back on this one, boss. With all due respect, you hired me to keep this place secure. But I can't do that if you are not 100% straight with me. Why are you getting so defensive? All I'm saying is we should be looking forward at him, not back. Ja, aber es You may sollten wir not doch... realize this, but there is a war going on out there. A war to control intellectual property rights and cutting-edge science. And as commander-in-chief of this company, I have to be ready for anything. I hired you instead of that private security company Frank wanted, because I needed somebody loyal. Somebody who understands chain of command. Okay. Beschwichtigen, Mann, verstehen Sie mich nicht falsch, Boss, ich stelle keineswegs Ihren Führungsstil in Frage, ich bin nur besorgt, dass die von Ihnen gesendeten Daten abgefangen wurden, von dem Hacker, der uns angegriffen hat. Wie soll ich mich in dem Fall Ihrer Meinung nach verhalten? Ja. Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für Sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde, okay. Adam, are we done here? Und wir sehen, unsere erste Antwort hat nicht so gut geholfen. Ne? Ich denke, ich habe mich heute bewiesen und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte, zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Beschwichtigen. Ja, wir versuchen mal. Don't get me wrong, boss. I'm not questioning your leadership. I'm just concerned that the data you streamed might have been compromised, accessed by the hacker who attacked us. If so, how do you suggest I handle it? Good question. I guess we should consider every possibility. I just wonder if you're being a bit paranoid here. Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't going to bring Megan back. Yeah. Ja, wir können ihn also beeinflussen. Schauen mal. Zwingen Sie eine Person, Ihnen zu geben, was Sie wollen. Nee. Beschwichtigen. Boss, ich wollte keinesfalls andeuten, hören Sie. Ich sage kein Wort mehr, wenn es das ist, was Sie wollen, aber wenn Sie anfangen, Megan mit hineinzuziehen, treiben Sie mich in die Defensive. Oder, Megan, Boss, was hat denn Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Bei allem Respekt, Sir, ich versuche, meinen Job zu machen, den Job, für den Sie mich eingestellt haben, für den Sie mich hierher zurückbeordert haben, aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg. Und dann ziehen Sie auch noch Megan mit rein. Ja, er ist aggressiv, ne, reizbar, also wir beschwichtigen ihn noch ein bisschen. Boss, I never meant to imply... Look, I'll back off, if that's what you want. But when you start dragging Megan into this, it puts me on the defensive. Then get over it. Shake it off and get back to doing your job. I can understand why the mention of Megan's name gets your hackles up. She did break your heart after all. But the data I streamed was a routine, fact-finding check
carried out after one of our many late-night discussions, and I don't see how knowing the content of it will make you better equipped for your job. Honestly, Adam, you're starting to appear as jealous as Frank. Just trust me with this one. Ja, also das hat nicht so gut funktioniert. Wir versuchen uns doch mal mit dem Neu konzentrieren. Ne? Beschwichtigen wäre, Boss, ich bedauere, dass Sie das alles für Zeitverschwendung halten, aber wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Daten uns nicht schaden können und uns niemand deshalb irgendwann in den Rücken fällt, dann reicht mir das natürlich. Oder verteidigen, Boss, vor 6 Monaten wussten Söldner Dinge über dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Mir ist egal, welche Geheimnisse Sie und Megan damals hatten. Adam, Ich will nur... Ja, brich mich doch nicht ständig, Junge. Ich will nur sicher gehen, dass Sie uns nicht erneut gefährden. Oder ich würde nichts lieber tun, als Ihnen in dieser Sache zu vertrauen, Boss. Aber zum Vertrauen gehören immer 2. Und so wie Sie dieses Gespräch bisher geführt haben, beschleicht mich das Gefühl, dass Sie mir nicht vertrauen. Warum, Boss? Was darf ich nicht erfahren? Ja, da müssen wir eigentlich nochmal auf... Ach, wisst ihr, wir verteidigen uns doch mal. Boss, 6 months ago, mercenaries knew stuff about this company that I didn't and used it to get past my security measures. I don't really care what kind of secrets you and Megan were keeping back then. I just want to make sure they don't endanger us again. Adam, I didn't mean to imply... You're right, okay? You're right. I really shouldn't keep this information from you. I just hope you'll understand why I did. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Ja, und obwohl die Überzeugungsstufe nicht ganz oben war, haben wir ihn scheinbar trotzdem dazu gebracht, uns die Daten zu geben. Mich würde mal interessieren, ob das Gespräch auch einen anderen Ausgang haben könnte. Aber ja, für heute soll es das erstmal gewesen sein, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.